Ein dringlicher Appell an den Menschen. Es ist keine Zeit mehr für Drumherumreden, für ewige Versenkungen in Ablenkungen. Es ist höchste Zeit, jetzt aus dieser Versenkung aufzutauchen und dich endlich zu spüren. Fühle, dass es dich gibt. Heb deinen Kopf hoch und schau dich um. Du bist nicht alleine, du bist nicht alles, aber du bist frei. So bist du zumindest auf die Welt gekommen. Du fühlst dich, weil du frei bist. Schau dir an, was du Jahrtausende lang mit dir veranstaltet hast. Um Gefahren abzuwehren, bist du selbst zur höchsten Gefahr geworden, für dich selbst und für deine Umwelt. Du lebst in Angst und bist wie ein Besessener fast regungslos auf materielle Sicherheit fixiert. Aus Angst bist du zu allen unsäglichen Schandtaten bereit, um dein Sicherheitsbedürfnis zu stillen. Du betrachtest deine Umwelt als Feind und versuchst in einer materialistischen Hölle weiter zu bestehen. Du schreckst nicht davor zurück, anderen ihre Lebensgrundlagen zu zerstören und ihnen ihren freien Willen zu nehmen. Du lässt dir deinen eigenen freien Willen nehmen und bevorzugst, in einer Illusion von Freiheit zu leben, um materielle Vorteile zu ergattern. In dieser Illusion verhältst du dich wie ein kleines Kind, das niemals erwachsen werden will. Du hast eine Gesellschaft geschaffen, die den freien Willen des Einzelnen zurückdrängt und ihn von sich abhängig macht. In dieser Gesellschaft wird das Leben nicht gelebt, sondern geformt. Es beginnt schon im Säuglingsalter. Dann kommen andere Zeiten wie Erziehung, Bildung, Arbeit und soziale Begegnungen und so weiter. In allen Kommunikationen werden wir also in Form gebracht. Das tun wir gegenseitig und dagegen ist zunächst einmal nichts einzuwenden, weil Lernen und Anpassung erforderlich sind, um das Gleichgewicht und das Leben zu erhalten. Und weil wir Übereinstimmungen freiwillig treffen und aus ihnen wieder freiwillig aussteigen können. Solche Übereinstimmungen können zum Beispiel Regeln sein, die auf freiwilligen Einsichten basieren. Sie stellen lediglich Orientierungshilfen und Empfehlungen dar. Niemand darf sie jemand anderem aufzwingen. Keine Regel darf die Freiheit des Einzelnen ersetzen. Das Naturrecht auf Ja und Nein muss immer gewahrt bleiben, um Leben möglich zu machen. Freiheit ist das Leben, Zwang ist das Antileben oder ein leidiges Dahinvegetieren. Freiheit steht über allem anderen. In deiner Gesellschaft wird dieses Naturrecht abgeschafft, als Gefahrenquelle bekämpft oder verhandelbar gemacht. Deine Gesellschaft lässt den freien Willen nicht zu, sondern gewährt oder schenkt nur Freiheiten, die deine Kontrollambitionen nicht antasten dürfen. Die Angst um dein Überleben hält dich ständig dazu an, deine Umwelt zu kontrollieren und zu beherrschen. Das hast du zur Kultur gemacht und, ohne je innezuhalten und nachzudenken, immer weiter tradiert. Die Angstkultur deiner Gesellschaft produziert nicht nur laufend Ungleichgewicht, Leid und Schmerz, sondern ist zugleich dein eigenes Verhängnis. Du bist in einem Teufelskreis von Angst und Verlustangst verfangen und findest den Weg nicht mehr heraus. Warum? Weil dein Bewusstsein von Gefühlen dominiert wird und deine Wahrnehmungs- und Entscheidungsfreiheit dir genommen oder von dir selbst abgegeben worden ist. In deiner Gesellschaft entscheiden andere über dein Weiterkommen, Schicksal und Überleben. In ihr gibt es nur Herumkommandierer und Herumkommandierte. Selbst wenn du zu den Herumkommandierern gehörst, bist du nichts weiter als ein Sklave deiner Angst. Es ist deine eigene Angst, die dich dazu bringt, die Eigenverantwortung eines freien Willens zu eliminieren oder dich selber davon frei zu machen. Deine Angstkultur hat eine Welt der Täuschung und Intrige hervorgebracht, in der du über das Gute redest, wenn du Böses im Schilde führst und praktizierst. In dieser Welt bist du umso erfolgreicher, je erfolgreicher du deine Absichten verbergen kannst. Nicht ohne Grund operieren diejenigen, die für uns alle verbindliche Entscheidungen treffen, hauptsächlich im Dunklen.
Das Verheimlichen oder Verschleiern ist das Geheimnis der Erfolgsgeschichte deiner Angstkultur. In deiner Gesellschaft hat die Angst das Sagen. Die Angst davor, nicht genug materielle Sicherheit zu haben und zu sterben, hat sich in dein Bewusstsein eingemeißelt und dominiert es derart, dass der Befriedigung materieller Bedürfnisse keine Grenzen gesetzt sind. Die ewige Anhäufung von materieller Sicherheit scheint dir nur noch ein natürlicher Instinkt zu sein und du bist bereit, alle Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, die dich daran hindern. Aus Angst um dein eigenes materielles Überleben vernichtest du andere Leben und scheust dich nicht einmal davor, deine eigenen Kinder zu opfern. Je mehr materielle Sicherheit du hast, desto mehr Kontrolle kannst du ausüben, um deine Angst zu kompensieren. Das ist deine Glaubensroutine. Dein Reflexionspotenzial, das der einzige Garant dafür ist, ein Gleichgewicht zwischen dir und deiner Umwelt, der Natur, dem großen Ganzen zu erhalten, nutzt du nur noch zum permanenten Ausbau dieser Kontrolle, deiner Macht über dich und alles andere. Während alle anderen Lebewesen nur im Hier und Jetzt leben, bist du auf die Zukunft versteift, weil du chronisch die Zukunft fürchtest. Nicht leben, sondern Vorrat an materieller Sicherheit in Zukunft anlegen, ist das, was du Leben nennst. So ist dein ganzes Tun und Lassen darauf ausgerichtet, dich von der Natürlichkeit, dem großen Ganzen abzuheben und zu verewigen, wohl wissend, dass du eigentlich nur eine kleine Endlichkeit in einer großen Unendlichkeit bist. Du steckst deinen Kopf in den Sand und willst vom Tod nichts wissen. Wer aber den Tod ignoriert, ignoriert vor allem das Leben. Es ist heute offensichtlicher denn je, dass du von Beginn an auf die falsche Karte gesetzt und falsche Routinen gepflegt hast. Du hast eine Welt des Teufels, des Bösen geformt. Dein ganzes Können setzt du dafür ein, das Werk des Teufels immer weiter zu verfeinern und zu perfektionieren. Einfallsreich und nahezu in höchster Perfektion betreibst du überall Wahrnehmungstäuschung und verschaffst dir Legitimation, um Zwang gegen alles Andersseiende auszuüben. Ohne die Ausübung von Zwang in seiner unterschiedlichsten Form wäre deine Macht nicht so zerstörerisch und deren Zuwachs gar nicht möglich. Denn mit Zwang schaltest du jeglichen Widerstand, jegliche Notwehr aus. Du bedienst dich dabei eines Komplexes von mächtigsten Apparaten, Organisationen und eines Heeres von Bediensteten und Helfershelfern. Die Welt des Teufels spaltet, vereinsamt und lässt krepieren. Sie will keine Harmonie, kein Gleichgewicht, kein Leben. Sie ist durch und durch eine Welt der Sklaverei. Was dich in diese Welt treibt, ist die Angst. Egal ob du Sklavenhalter oder Sklave bist, bist du der Sklave deiner eigenen Angst. Empathie als Grundbedingung deiner Verbindung zu anderen, zu deiner Umwelt, hat in dieser Welt keinen Platz. Du willst dich mit anderen nicht verbinden, sondern sie kontrollieren. Du führst nicht zusammen, sondern separierst und sortierst aus. In anderen siehst du Gegnerschaft, nicht Erweiterung oder Ergänzung und willst mittels Täuschung und Zwang deren Willen brechen und unterjochen. Freiheit war dir immer ein Dorn im Auge. Völlig egal, was die Geschichtsschreibungen sonst verbreiten, in der Evolution deines gesellschaftlichen Lebens ging und geht es an vorderster Stelle immer nur um die Frage nach der Freiheit oder Unfreiheit. Sie ist heute auch die schicksalentscheidende Frage. Du glaubst, die Gesellschaft ist wichtiger als die Freiheit, aber dein Bedürfnis nach Verbindung zu anderen stand und steht niemals der Freiheit entgegen. Du bist das Leben, das Sein, nicht die Gesellschaft. Du alleine entscheidest, nicht die Gesellschaft. Du bist wie jedes andere Lebewesen der Einzige, der sein Leben verantwortet. Gesellschaft ist nur ein Mittel für dein Überleben in deiner Hand. Ohne dich gibt es keine Gesellschaft. Gesellschaft existiert nur in deiner Kommunikation. In der Welt des Teufels zählt der Schein, nicht das Sein. Hier glänzt alles durchgehend. Der Glanz lenkt und hält dich vom Leben ab. Hier zählt dein Leben nicht. Der Weg, den du einst eingeschlagen hast, ist am Ende. Er führt nicht mehr weiter.
Auf diesem Weg warst du siegreich und hast alle Gipfel bezwungen, aber deine Angst nicht besiegt. Dein Materialismus und dein Kontrollwahn haben dir nicht geholfen. Und du hast immer noch Angst davor, etwas noch nicht erreicht zu haben oder das Erreichte zu verlieren. Nach dem letzten Gipfel kommt aber jetzt der Tieffall, der Tod. Längst hast du deinen Geist und deine Seele aus der Hand gegeben. Jetzt bist du dabei, dich zu einem seelenlosen Körper, zu einer Verfügungsmasse zu verwandeln. Du bist mit Hochdruck dabei, aus dir eine Kreatur ohne eigene Bedürfnisse, ohne Gefühle, ohne Intuition, ohne Geist und Seele zu schaffen. Das ist die Maschine, die die letzten Reste deines Lebens spurlos verschwinden lassen wird. Du wirst kein Gefühl der Nostalgie und keine Zukunftsängste mehr haben. Du wirst nicht einmal mehr in der Lage sein zu erkennen, dass die neue Normalität sich von der alten nicht unterscheidet, sondern die logische Konsequenz der bisherigen Normalität ist. Wer die Zukunft aufheben will, um seine Angst vor ihr zu besiegen, hat sich schließlich für sein eigenes Ende entschieden. Unaufschiebbar stehst du nunmehr vor der großen Entscheidung über den Schein oder das Sein. Die Frage, die noch nie so dringlich wie jetzt zu beantworten ansteht, ist, ob du Homo sapiens überleben willst oder dich von jeglicher Art der Lebendigkeit und Natürlichkeit für immer verabschiedest. Es ist keine Zeit mehr, weiter zu schlafen. Es ist höchste Zeit, aufzuwachen, dich aus deiner ewigen Niedergeschlagenheit aufzurichten und zu beginnen, endlich mal das Leben, die Lebendigkeit zu fühlen und aus der Welt des Teufels auszusteigen. Jahrtausende lang bist du einfach nur mitgelaufen. Du hast alles unhinterfragt hingenommen, was man dir gesagt hat. Jahrtausende lang hast du gedacht, du würdest stofflich noch überleben, wenn du auf der Seite der Stärkeren Platz nimmst und mitmachst. Du würdest mitgetragen oder mitgezogen werden. Jahrtausende lang hast du für dieses Kalkül deine Würde, deine Eigenständigkeit, dein Menschsein aufgegeben und bist immer wieder der Möhre hinterhergelaufen, die man dir vor die Nase gehalten hat. Die Welt, die du aufgebaut hast, präsentiert dir nun die Rechnung deiner Kurzsichtigkeit, deines Opportunismus und deines Lakaien-Daseins. Es ist die Rechnung des ewigen Wegschauens von allem, was man mit dir selbst, anderen Lebewesen und natürlichen Lebensbedingungen angerichtet hat. Zugegeben, die Last, die du dir aufgebürdet hast, ist enorm. Aber wenn du überleben willst und wenn dir deine Kinder noch etwas wert sind, hast du keine andere Wahl, als diese schwere Last abzuschütteln und den Weg des Teufels ein für allemal zu verlassen. Wenn du überleben willst, musst du erkennen, dass du zeitlebens deinen Ängsten weggelaufen bist, statt dich auf das Gleichgewicht zu konzentrieren. Du musst begreifen, dass deine bisherige Angstkompensation das ganze Übel nur noch verschlimmert hat. Dennoch ist nicht alles verloren. Die Gedanken, die deinen neuen Weg beleuchten werden, sind da. Deine Zweifel mögen im Augenblick vielleicht noch überwiegen, aber vergiss nicht, dass nur Gedanken dich aus dem Abgrund der Verzweiflung herausholen und dir neue Hoffnung bescheren können. Nur der Geist ist die Quelle aller Hoffnung. Deine Energie sind deine Gedanken. Sie werden dich wieder stark machen und vom Kriechen befreien. Aber denke dran, deine Gedanken sind nur so viel wert wie deine Praxis. Deine Worte sind nur so glaubwürdig wie dein Handeln. Mach dir bewusst, dass das Zusammengehen von Denken, Fühlen und Handeln dein Gleichgewicht bedeutet. Dieses Gleichgewicht ist nur durch Freiheit, durch den freien Willen möglich, weil im Gleichgewicht alles Andersartige seine naturgegebene Daseinsberechtigung hat und nichts dem Zwang unterliegt. Finde dein Gleichgewicht. Unterdrücke deine Gefühle nicht und balanciere sie mit starken Gedanken, die keine offenen Fragen zurückliegen lassen. Nur wenn du ein freier Wille bist, bist du im Gleichgewicht mit allem, mit dir selbst und deiner Umwelt. Deine Umwelt ist die Andersartigkeit, wie deine eigene, in Ruhe gelassen werden muss. Folge dem Prinzip Leben und Lieben lassen. Lerne, Widerworte zu ertragen.
Das hast du verlernt oder noch nie gelernt. Widerworte sind die anderen Optionen. Für dein eigenes Überleben ist es klug und erforderlich, anderen Optionen gegenüber immer offen zu sein. Respektiere die Würde aller anderen Lebewesen. Würde ist die Unantastbarkeit der natürlichen Freiheit eines jeden Lebewesens. Vermeide Handlungen, die andere entwürdigen, und lass dich von anderen nicht entwürdigen. Denn deine natürliche Freiheit brauchst du für dein eigenes Überleben. Lerne mit der Emotionalität der anderen so umzugehen, dass die Harmonie der Begegnungen gewahrt bleibt. Finde zuallererst heraus, was dein eigener Beitrag zu emotionalen Konflikten ist. Weil alles von deiner Wahrnehmung und von nichts anderem abhängt, überprüfe deine Wahrnehmung und Wahrnehmungsroutinen. Verändern kannst du sowieso nur deine eigene Wahrnehmung. Wähle den Weg der Kommunikation, um emotionale Konflikte zu vermeiden. Konzentriere dich auf die Botschaft, die kommuniziert wird, und nicht darauf, wie sie kommuniziert wird. Stelle Fragen. Sie werden dir helfen zu verstehen, was die Botschaft ist. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, lass die anderen einfach in Ruhe und gehe deinen Weg weiter. Die emotionale Gereiztheit deiner Gesellschaft ist kein natürlicher Zustand, sondern eine Folge deiner Angst vor anderen, vor deiner Umwelt. Merke, dein Leben ist dein Bewusstsein. Hier entscheidet sich, ob du ein freier Wille bist und im Gleichgewicht lebst. Das Bewusstsein ist ein Zusammenwirken von Gedanken, Gefühlen, Intuitionen, deinen Sinnesorganen. Es ist die Einheit von Geist und Seele. Seine Motivation zu existieren ist der Drang zum Überleben. Sie ist dein Wille, der Trigger und die Kraft deines Handelns. Aber das Bewusstsein hat keine Automatik, die von alleine dein Gleichgewicht einstellen kann. Nutze dein Wahrnehmungs- und Reflexionspotenzial, um in das Gleichgewicht zurückzufinden, und schütze es vor Täuschungen. Die größte Gefahr für dein Bewusstsein ist die Täuschung. Das ist das, was der Teufel, das Böse, betreibt und was dich aus dem Gleichgewicht bringt. Handle im Hier und Jetzt, hinterfrage deine Denk- und Handlungsroutinen und Selbstverständlichkeiten und hänge nicht an deinen Irrtümern fest. Laufe nicht vor Irritationen weg. Irritationen sind Notwendigkeiten des Lernens und des Weiterkommens. Ohne Lernen und Reflexion gibt es keine Freiheit. Dein Gleichgewicht ist auch deine Gesundheit. Krankheit ist ein Zustand des Ungleichgewichts, ein Zustand biochemischer, physikalischer, psychischer und sonstiger Störungen. Wer im Gleichgewicht lebt, lebt gesund. Nur deine eigene Wahrnehmung kennt am besten den Zustand deines Gleichgewichts. Nur du alleine entscheidest, was gesund an deinem Leben ist und was nicht. Lehne Gesundheitsnarrative ab, die deine Wahrnehmung ungültig machen, deine Urteilskraft ausschalten und einen Zwang legitimieren, der deine Entscheidungsfreiheit aufhebt. Jede Täuschung ist von Narrativen begleitet, auch das über die eine Wahrheit. Bilde dir deine eigene Wahrheit und lass andere Wahrheiten mit deiner koexistieren. Wenn du deine Wahrheit in Kommunikation einbringst, begründe sie und sorge für ihre Nachvollziehbarkeit. Sonst wird die Kommunikation nicht funktionieren. Unsere Wahrnehmung ist unsere Wahrheit. Sie ist so anders, unterschiedlich und einzigartig wie jeder von uns, aber sie ist niemals die einzige. Wer mit direktem oder indirektem Zwang eine einzige Wahrnehmung oder Wahrheit für alle gelten lassen will, der betreibt Täuschung, das Werk des Teufels. Keine Autorität steht über deine Urteilskraft, deinem freien Willen, etwas anzunehmen oder abzulehnen. Autoritäten werden in deiner Gesellschaft als Instrumente der Legitimation von Zwang eingesetzt. Sie suggerieren bessere Wahrnehmung, besseres Glauben, besseres Urteil und sorgen dafür, dass dein Gefühl des Vertrauens und deine Wahrnehmung manipuliert und gelenkt werden können. Das hat mit Lernen von anderen nichts zu tun. Von anderen lernen zu können, muss man sich auf sie einlassen, ihnen zuhören und sie verstehen wollen. Argumente können zwar Übereinstimmung fördern, aber das Lernen an sich geschieht immer freiwillig. Alles andere sind per Zwang veranlasste Einprägungen, auswendig lernen.
Achte nicht darauf, wer als was oder wer etwas sagt, sondern darauf, was er sagt. Lerne von deiner Umwelt, von allen anderen Lebewesen. Lerne von Tieren, statt sie zu misshandeln. Sie haben dir einiges voraus. Höre anderen zu, denke über das Gesagte nach und überprüfe, ob das Gesagte mit dem Getanen schlüssig im Einklang steht. Sei selber mit deiner Wahrnehmung im Einklang. In deiner Gesellschaft hören Menschen in erster Linie nicht auf ihren eigenen Verstand, sondern auf die sogenannten Experten, Spezialisten, Qualifizierten und liefern sich damit bewusst oder unbewusst der Fremdbestimmung aus. Man kann von Qualifizierten, wie von allen anderen Menschen auch, lernen, aber ihre Bezeichnung als solche erzeugt nicht per se Vertrauen. Vertrauen entsteht, wenn Widersprüchlichkeiten geklärt sind und eine für das Gleichgewicht optimale Transparenz wahrgenommen werden kann. Menschen sind naturgemäß frei, ihr Gefühl des Vertrauens so zu entfalten, wie sie wollen. Vertraue auf deine Integrität, auf dein Gleichgewicht, auf das Zusammengehen deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner Instinkte und Intuitionen. Autorität ist nur ein Schild, ein Schein. Was aber zählt, ist das Sein. Lass dich von denjenigen nicht beeindrucken, die sich vor ihren Bücherregalen fotografieren und filmen lassen, damit du wahrnehmen sollst, dass du es hier mit einem Besserwisser zu tun hast. Höre hin, sei offen, aber lass dich vom Schein nicht ablenken und nicht täuschen. Bleibe entspannt, aber gespannt und wach. Lass dich nicht hetzen. Du hast jede Menge Zeit, deine eigene Wahrnehmung zu bilden, die mit dir in deiner Ganzheit eins ist. Niemand darf dich in deinem Tempo drängeln. Aber denke daran, dass du schwach sein und dich täuschen lassen kannst. Der erforderliche Reflexionsaufwand, den du fürchtest oder vor dem du dich drückst, ist für dein Überleben essentiell und nicht vernachlässigbar. Such nach Antworten auf deine Fragen und hab keine Angst davor, Fragen zu stellen. Stelle deine Fragen, auch wenn du keine Antwort bekommst, und überspringe keine Frage, wenn du wirklich nach Lösungen suchst. Vermeide Fehlerwiederholung. Du brauchst keinen Vormund, keinen Führer für dein Leben, das nur du alleine verantwortest. Alle Führer, alle Autoritäten deiner Geschichte haben dich letzten Endes in den Abgrund geführt, in welchem du heute verängstigt und verzweifelt auf dein bitteres Ende wartest. Was du brauchst, sind Verbündete. Verbinde dich mit anderen, die dem Prinzip Lieben und Leben lassen folgen und bereit sind, miteinander Synergien zu entwickeln, um Probleme zu lösen und gemeinsam eine Kultur der Freiheit und Freiwilligkeit zu praktizieren, ein zwangsfreies Leben zu kultivieren. Wenn Gedanken Gemeinsamkeiten schaffen, werden sich die Tools ergeben, die man für ein zwangsfreies Leben braucht. Konzentriere dich auf Hier und Jetzt und auf Veränderungen in kleinen Schritten. Und Veränderungen finden immer nur im Bewusstsein statt. Jede Veränderung ist eine Bewusstseinsveränderung. Äußere und teile deine Wahrnehmungen und Beobachtungen mit. Nur so kannst du deine Verbündeten finden. Um deine Wahrnehmungen und Beobachtungen kundzutun, musst du keinen Titel haben, keine besondere Biografie nachweisen, keine Quellen angeben. Lass dir die Begriffe, mit denen du konfrontiert wirst, erklären und erkläre die Begriffe, die du selbst benutzt. Kompromisse sind keine Lösungen, sondern Entscheidungen über das Verwalten von Problemen. Akzeptiere keinen Zwang und vermeide ihn selbst. Entziehe jedem Zwang deinen Beitrag zu seiner Legitimation. Es ist nicht deine Aufgabe, andere zu retten oder andere Bewusstseine von A nach B zu bringen. Wenn du ihnen etwas Gutes tun willst, lebe es vor. Deine Lebensweise wird ihnen eine Wahrnehmungsfläche bieten, der sie freiwillig etwas abgewinnen können oder auch nicht. Denk dran, der Materialismus, der uns dahin geführt hat, wo wir heute stehen, wurde und wird dir auch vorgelebt und nachgeahmt. Bestimme deine Bedürfnisse und dein Glück selbst. Steige aus einer konsumdominierten Gesellschaft aus, verzichte auf jegliche Art des Materialismus, reduziere konsequent deine materiellen Abhängigkeiten und suche nach Möglichkeiten,
deine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, die zu deinem Überleben reichen. Befreie dich von deinen alten Vorstellungen über das materielle Glück. Glücklich ist, wer sich im Gleichgewicht fühlt, authentisch ist und nichts Relevantes verbergen, auslassen, verschweigen oder verschleiern muss. Glück ist, wenn im Bewusstsein eine ausgeglichene Betriebsamkeit herrscht. Unterscheide das Glück von der Euphorie und erkenne deine Grenzen und Potenziale. Es ist nie zu spät, solange wir denken können. Die Krise, in der du steckst, war und ist immer eine Bewusstseinskrise. Das ewige Schmoren in der Opferrolle oder das unaufhörliche Jammern wird dich aus dieser Krise ganz sicher nicht herausführen. Wie es mit dir weitergeht, ist alleine deine Entscheidung über Freiheit oder Unfreiheit, über Leben oder Tod.